Wusstet ihr, dass ganz bald eine besondere Nacht vor uns liegt? Es ist die Miraj-Nacht. Eine Nacht voller Bedeutung, Hoffnung und spiritueller Tiefe. In diesem Video schauen wir gemeinsam, was in dieser gesegneten Nacht geschah, warum sie so wichtig ist und wie wir sie bewusst nutzen können. Also, nimm dein Chai, lehn dich zurück und lass uns gemeinsam loslegen. Mekka, etwa 1,5 Jahre vor der Hijra, kurz nach dem sogenannten Jahr der Trauer. Es war einer der schwersten Zeiten im Leben des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. In kurzer Zeit verlor er 2 der Menschen, die ihm am nächsten standen und ihn am meisten unterstützt hatten. Sein Onkel Abu Talib, der ihn sein Leben lang beschützt und vor den Angriffen der Polytheisten verteidigt hatte, war verstorben. Und kurz darauf starb auch seine geliebte Frau Hazrat Hatidje, die ihm Trost, Kraft und Halt gegeben hatte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schien nun ganz auf sich gestellt zu sein. Hinzu kam der 3-jährige Boykott, Ausgrenzungen, Demütigungen und schließlich auch die Ablehnung und die Angriffe in Taif. In dieser Zeit der tiefsten Trauer und Bedrängnis wandte er sich mehr denn je Allah zu, besonders in den Nächten. Und genau in dieser schweren Phase wurde ihm in der Nacht des 27. Rajab etwas gezeigt. Er war nicht allein. Was in dieser Nacht geschah, war ein Geschenk, ein Trost, ein Wunder und ein Segen Allahs. Nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Menschheit. In dieser Nacht kam Hazrat Jibril zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und beide traten eine außergewöhnliche Reise an. Der Prophet begab sich mit Körper und Seele auf den Weg, reitend auf dem Burak, einem himmlischen Reittier. Diese nächtliche Reise führte ihn von der heiligen Moschee Kabe in Mekka zur fernen Moschee Mesjid al-Aqsa in Jerusalem. Diese Reise wird Isra genannt. Der Koran verweist darauf mit den Worten: Gepriesen sei er, der seinen Diener des Nachts von der heiligen Moschee zur fernen Moschee reisen ließ, deren Umgebung wir gesegnet haben, damit wir ihm einige von unseren Zeichen der Wahrheiten bezüglich unserer Göttlichkeit und Herrschaft zeigen. Er ist wahrlich der Hörende, der Sehende. In Jerusalem leitete der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet als Imam der Seelen aller Propheten. Diese Imamstellung verdeutlicht, dass er in der Nachfolge aller früheren Propheten steht und ihre göttlichen Botschaften zusammenführt. Von dort aus begann die zweite Phase dieser Reise, der Miraj, der Aufstieg durch die 7 Himmel. In jeder Himmelssphäre begegnete er einem Propheten. Er sah die Engel, das Paradies und die Hölle und erhielt einen umfassenden Einblick in das jenseitige Leben. Schließlich erreichte er die Sidrat al-Muntaha, die äußerste Grenze der Schöpfung. Dort blieb Jibril stehen und sagte, dass er keinen Schritt weitergehen könne. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg von dort mit einem geistigen Reittier namens Refref weiter auf, bis er in die Nähe Allahs gelangte, auf die Länge von 2 Bögen oder näher. So wird es zumindest in der Sura An-Najm beschrieben. Der Höhepunkt dieser Reise war diese Begegnung mit dem barmherzigen Einen. Eine Begegnung jenseits von Zeit und Raum. Eine Quelle tiefsten Trosts, unerschöpflicher Kraft und göttlicher Nähe. Und genau hier liegt etwas besonders Bewegendes. Dem Propheten wurde die Möglichkeit gegeben, an diesem Ort der Nähe, des Friedens und der Schönheit zu bleiben. Fern von Leid, Ausgrenzung und Schmerz. Doch er entschied sich bewusst dagegen. Er kehrte zurück zu den Menschen. Zurück zu einer Welt voller Herausforderungen. Denn er wollte diese Erkenntnisse und diese Nähe nicht für sich behalten, sondern sie mit seiner Oma teilen. So kehrte er mit besonderen Geschenken zurück, auf die wir später noch eingehen werden. Nach dieser Begegnung kehrte der Prophet zunächst zu Sidra zurück, sah dort Jibril in seiner ursprünglichen Gestalt und gelangte anschließend in einem Augenblick, kürzer als ein Wimpernschlag, wieder zurück zur Erde. Diese 2-stufige Reise aus Isra und Miraj ereignete sich im 12. Jahrhundert des Prophetentums, um etwa 18 Monate vor der Hijra. All diese Ereignisse machen diese Nacht so bedeutungsvoll. Doch ihr eigentlicher Segen liegt darin, innezuhalten, sich der Gnade Gottes bewusst zu werden, zu reflektieren und sich dem Gebet zuzuwenden. Deshalb nutzen Musliminnen und Muslime diese Nacht, sei es gemeinsam in Moscheen oder im Stillen, um zu beten, nachzudenken und für ein friedliches Miteinander zu beten. Kommen wir jetzt zurück zu den Geschenken des Miraj. Einer der bedeutendsten Geschenke ist das tägliche Pflichtgebet.
Der Prophet sagte sinngemäß, das Gebet ist der Miraj des Gläubigen, eine persönliche geistige Reise des Menschen zu Allah. Das zweite Geschenk waren die als Amana Rasuli bekannten Verse. Das dritte Geschenk waren die 12 islamischen Grundprinzipien, die in den Versen 22 bis 39 der Sura Al-Isra genannt werden. Das vierte Geschenk war die frohe Botschaft, dass diejenigen, die sterben, ohne Allah etwas beizugesellen, Vergebung erlangen und ins Paradies eintreten werden. Das fünfte Geschenk war Allahs Gnade. Wenn ein Mensch eine gute Tat beabsichtigt, wird ihm dafür eine Belohnung angerechnet. Selbst dann, wenn er sie nicht ausführen kann. Führt er die gute Tat aus, erhält er eine 10-fache Belohnung. Eine schlechte Tat dagegen wird nicht angerechnet, solange sie nicht ausgeführt wird. Wird sie ausgeführt, wird nur eine einzige Sünde verzeichnet. Ein weiteres Geschenk besteht in den Worten der gegenseitigen Begrüßung und des Gesprächs, die während des Miraj zwischen Allah und seinem Gesandten stattfanden. Diese Worte sind als At-Tahiyyat bekannt und werden in jedem Gebet im Sitzen rezitiert. Dadurch wird das heilige Gespräch zwischen Allah und seinem geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam in Erinnerung gerufen und die Gläubigen werden an einer ähnlichen Gespräch Teilhabe gelassen. Die Gelehrten beschreiben diese Nacht als eine große geistige Gelegenheit, in der sich der Lohn für gute Taten und Bemühungen vielfach vermehrt. Bildlich gesprochen bedeutet das, eine gute Tat wird belohnt, als hätte man 1000 gute Taten vollbracht. Das macht deutlich, dass diese Nacht bewusst genutzt werden sollte, als gemeinschaftliche Zeit des Gebets, der Dankbarkeit und der Hinwendung zu Allah. Die in dieser Nacht verrichteten Gebete und Bittgebete sind ein Dank für die geistigen Geschenke des Miraj. Zugleich dienen sie als Schutz vor materiellen und geistigen Prüfungen und als Dank für Unheil, das nicht eingetreten ist. Möge diese gesegnete Nacht unsere Herzen öffnen, uns mit innerem Frieden erfüllen, unsere Fehler vergeben und uns geistig wachsen lassen. Wie wirst du diese gesegnete Nacht nutzen? Schreib es doch in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.